Herzlich willkommen zum Tutorial von Innodoc. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie eine Überprüfung eines Projekts durchführen. Eine Überprüfung kann jederzeit durchgeführt werden. Das Projekt muss nicht notwendigerweise den Status zur Überprüfung innehaben. Durch einen Klick auf das jeweilige Projekt kommen Sie in die Projektdetails. Hier wechseln Sie auf den Reiter Überprüfungen. Rechts unten zeigt Ihnen der Button an, dass Sie die Überprüfung starten können. Wichtig: Nur abgeschlossene Projekte können überprüft werden. Ist das Projekt noch nicht abgeschlossen, wird der Starten-Button nicht angezeigt. Im Praxisbeispiel ist das Projekt abgeschlossen und wir können mit der Überprüfung starten. Daraufhin werden alle eingetragenen Systeme angezeigt. Man wählt dann alle oder gezielt einzelne Systeme aus, die man überprüfen will. Im Beispiel haben wir ein System. Mit einem Klick auf die Systemkarte öffnet sich das Prüfprotokoll mit den einzelnen Prüfpunktgruppen. Standardmäßig sind alle Gruppen auf In Ordnung eingestellt. Das bedeutet, dass Sie in Innodoc nur dann etwas eingeben müssen, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Sie können die Gruppen mit einem Klick aufklappen. Wenn Sie einen Mangel oder eine Beschädigung am System während der Überprüfung feststellen, klicken Sie auf den jeweiligen Punkt. Es öffnet sich dann ein Pop-up-Fenster, in dem Sie den Mangel beschreiben. Im Praxisbeispiel wählen wir eine vereinfachte Kurzbeschreibung. Anschließend wird der eingetragene Mangel in der Prüfpunktgruppe auf zwei Arten angezeigt. Erstens steht unter der Überschrift „Ein Mangel festgestellt" und zweitens erscheint beim Prüfpunkt ein rotes X mit der zuvor eingegebenen Beschreibung. Die Prüfpunktliste wird automatisch nach dem eingetragenen System ausgewählt. Dadurch kann es sein, dass einzelne Produkte gar nicht verbaut wurden. Die betroffenen Produkte kann man einfach mit dem Schieber rechts ausblenden. Ausgeblendete Produkte werden nicht in das Prüfprotokoll übernommen. Ist die Überprüfung abgeschlossen, klicken Sie auf Abnehmen ganz unten. Der Button daneben ermöglicht es, die Eingaben komplett zurückzusetzen. Mit einem Klick auf Prüfpunkt anlegen erscheint ein Pop-up-Fenster. Hier können Sie einen Punkt zu einer bestehenden Gruppe hinzufügen. Oder Sie erstellen eine eigene Gruppe, die dann beim Protokoll unten angefügt wird. So können Sie Ihr Prüfprotokoll modular und nach Ihren Anforderungen bereitstellen. Wenn Sie das Prüfprotokoll abnehmen und Mängel eingetragen haben, werden Sie darauf nochmals hingewiesen. Sie können nun das System sperren oder zur Nutzung freigeben. Ist beispielsweise der Mangel nur geringfügig, kann es durchaus sein, dass die Verwendung des Systems noch möglich ist. Ist der Mangel schwerwiegender, wird das System gesperrt und Reparaturarbeiten vorgenommen. Nach der Freigabe können analog zur Produkteingabe Fotos von der Überprüfung mittels Dateien durchsuchen oder per Drag-and-Drop hochgeladen werden. Zusätzlich kann ein weiteres System hinzugefügt werden, das noch nicht dokumentiert wurde. Die Überprüfung kann auch gelöscht werden. Ist das Prüfprotokoll inklusive Fotos fertig, wird die Überprüfung über den Button rechts oben abgeschlossen. Ein Pop-up-Fenster öffnet sich und fragt nach dem Überprüfer und dem Datum der Überprüfung. Nach dem Klick auf Abschließen folgt das Unterschriftsfenster, wo man per Unterschrift die Überprüfung bestätigt. Die Überprüfung ist nun abgeschlossen und scheint unter dem Reiter Überprüfungen mit dem eingegebenen Datum auf. Bei mehreren Überprüfungen steht so eine komplette Historie zur Verfügung. Man erhält eine klare Übersicht über die jährlichen oder zweijährlichen Überprüfungen. Über Details kann man jederzeit die eingegebenen Daten der Überprüfung einsehen. Über Herunterladen kann man den fertigen Prüfbericht jederzeit herunterladen. Der Prüfbericht sieht ähnlich aus wie die Montagedokumentation. Deckblatt, Inhaltsverzeichnis und Projektinformationen findet man auf den ersten Seiten. Darauf folgt die eigentliche Überprüfung mit allen Details. Das System wird aufgelistet, sowie der Status der Anlage und alle aufgeführten Prüfpunkte.
Darauf folgt die Unterschrift. Gegebenenfalls hochgeladene Dokumente scheinen ebenfalls im Prüfbericht auf. Sie sind am Ende des Tutorials von InnoDoc angelangt.